Die Geschichte von Anatoli Moskwin erschütterte im November 2011 das ganze Russland. Polizeibeamte fanden in seiner Wohnung 26 Puppen, die sich als Leichen von Mädchen herausstellten. 10 Jahre lang hatte Anatoli sie auf Friedhöfen in verschiedenen Regionen ausgegraben und anschließend mit einer speziellen Lösung aus Salz und Soda getrocknet. Am Tag seiner Festnahme waren viele Journalisten vor dem Haus. Wir wurden nicht hineingelassen, aber wir sahen, wie Puppen aus der Wohnung getragen wurden, berichtete eine Journalistin aus Nischni Nowgorod. Sie sahen aus wie aus Stoff. Es wird geschrieben, dass es in der Wohnung nicht gestunken habe, aber das stimmt nicht. Sogar auf der Straße roch es übel, als würde man auf einen Dachboden steigen und dort steht eine alte Truhe, die muffig und nach Fäulnis riecht, so etwas in der Art. Ihren Angaben zufolge fiel eine der Zeuginnen, die sich in Anatolis mit Puppen gefülltem Zimmer befand, in Ohnmacht und bekam Nasenbluten. Nachdem die Frau wieder zu sich gekommen war, begann sie hysterisch zu werden. Die Mitarbeiter des Ermittlungskomitees erzählten später, dass die Frau schrie, ihre Hände an ihr Kinn presste und sagte, dass sie nichts in dieser Wohnung anfassen würde und schnell auf die Straße wolle. Es war sehr schwierig, sie zu beruhigen und die Arbeit fortzusetzen. Allerdings waren auch die Nerven der Ermittler angespannt. Während des Verhörs verließen sie immer wieder den Raum, weil sie Anatolis Enthüllungen nicht ruhig anhören konnten. Laut einer Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden hätte die Wohnung, in der Anatoli und seine Eltern lebten, ohne die Mumien ganz normal ausgesehen. Sowjetische Einrichtung, viele Bücher, Porzellanpuppen auf den Schränken. Anatoli bewahrte die toten Puppen in seinem Zimmer auf. Fast alle. Die Mumien in Kleidern saßen auf dem Sofa. Einige ahmten eine Teeparty nach. Auf dem Tisch stand ein Kinderspielzeug-Tea-Service. In die Mumien waren Mechanismen aus Musikspielzeugen oder Spieluhren eingebaut. Wenn man sie berührte, sagten sie etwas wie »Papa, ich liebe dich« oder sangen das Lied »Der Bär liebt Honig sehr«. Als man sie herausholte, war Musik aus den Körpern zu hören. Das war gruselig. In einigen Leichen fanden die Ermittler persönliche Gegenstände der Verstorbenen. In einer war ein Stück Grabplatte mit ihrem Namen eingenäht, in einer anderen ein Krankenhausetikett mit dem Datum und der Todesursache. Anatoli bearbeitete die verwesenden Leichen. Er stopfte sie mit Lumpen aus, nähte sie mit Nylonstrumpfhosen zu und nähte ihnen Plüschtierköpfe an. Er steckte Knöpfe anstelle der Augen oder Spielzeugknöpfe, damit sie mit ihm Zeichentrickfilme sehen konnten. Bei den Verhören erklärte der Nekrophiler, dass er seine Mädchen geliebt und sich um sie gekümmert habe, als wären sie lebendig. »Ihr habt die Leichen beseitigt, und ich habe sie eingesammelt«, sagte Anatoli. Jedes seiner Mädchen hatte einen Namen und eine eigene Geschichte. Unter ihnen waren auch ungeliebte Kinder, die er in seiner Garage aufbewahrte. Bei der Vernehmung erzählte Anatoli, dass er die Puppen aus Einsamkeit ausgegraben habe. Er war ledig und träumte von Kindern. Die Adoptionsbehörde verweigerte ihm die Adoption eines Kindes aufgrund seines geringen Gehalts als Universitätsdozent. Im Mai 2003 hatte ich einen Streit mit meinen Eltern, weil sie mir nicht erlaubten, ein Mädchen aus dem Kinderheim zu adoptieren. Da sagte ich meiner Mutter, ich würde mich mit schwarzer Magie beschäftigen, Kontakt zu den Geistern der Kinder aufnehmen, ihre Leichen mumifizieren und zu Hause aufbewahren. Meine Mutter antwortete, ich solle tun, was ich wolle. Ich war sehr aufgebracht und ging auf den Friedhof Krasnaja Etna, um mich zu beruhigen. Am selben Tag entdeckte ich das unscheinbare Grab eines Mädchens. Ich beschloss, es auszugraben. Am Abend des 9. Mai 2003 kam ich zum Grab und grub es bis zum Sarg auf. Ich schlug ein Loch in den Deckel des Sarges am Kopfende und holte durch dieses Loch heraus, was im Sarg übrig geblieben war. Es war in einem sehr schlechten Zustand, mit Fleischfliegenlarven bedeckt und stark verwest. Das Mädchen war mit einer weißen Bluse, einem schwarzen Rock, weißen Strumpfhosen und Schuhen bekleidet. Sie hatte lange Haare. Da beschloss ich, zum ersten Mal zu versuchen, sie zu mumifizieren. Ich brachte die Leiche in eine abgelegene Ecke des Friedhofs und begrub sie in einem verlassenen Grab einer alten Frau. Um eine Leiche richtig zu mumifizieren, braucht man Natron und Salz. Anatoli nannte diese Mischung Impfstoff im bestimmten Verhältnis. Ich kaufte diese Substanzen in einem Laden, fand auf der Müllhalde alte Nylonstrümpfe und machte daraus kleine Säcke. Ich füllte sie mit Natron und Salz und band sie an die Überreste. Diese Säcke wechselte ich einmal pro Woche. Die feuchten Säcke trocknete ich gleich auf dem Friedhof. Leuten, die mich beachteten, sagte ich, ich füttere Vögel. Am 25. Juli 2003 wickelte ich die Leiche in verschiedene Kleidungsstücke
und trug sie in einem Rucksack zu mir nach Hause. Nach und nach tauchten in seinem Haus weitere Puppen auf, fast alle befanden sich in seinem Zimmer. Nur eine davon, Mascha, wohnte im Zimmer seiner Eltern. Diese konnten sich nicht vorstellen, dass sie mehrere Monate lang mit einer Leiche in einem Raum gelebt hatten. Sie dachten, ihr Sohn bastele Puppen aus Materialien, die er gerade zur Hand hatte. Den eigenartigen Geruch beachteten sie nicht. Es ist schwer zu sagen, was Anatoli empfand, nachdem sein geheimes Leben an die Öffentlichkeit gelangt war. Aber das Leben seiner betagten Eltern wurde zur Hölle. Sie wurden zu Ausgestoßenen der Stadt. Die Nachbarn brachen den Kontakt zu ihnen ab, Unbekannte versuchten, die Fenster ihrer Wohnung einzuschlagen und schrieben Beleidigungen an die Wände des Hauses. Seine Eltern schotteten sich vollständig von Journalisten ab. Die einzige Person, die mit ihnen sprechen konnte, war eine Moskauer Aktivistin und Krankenschwester einer psychiatrischen Klinik. Die Frau besuchte die Moskwins im August 2013 und veröffentlichte einen Beitrag darüber in ihren sozialen Netzwerken. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um intelligente Rentner, ehemalige Ingenieure, beide geboren 1938. Die Mutter Elvira Alexandrowna drückte sich an die Wand, als wir hereinkamen. Sie war daran gewöhnt, dass Leute kamen, um die Wohnung zu durchsuchen und Bücher und andere Sachen mitzunehmen. Wir waren die Ersten in 2 Jahren, die nicht mit der Absicht kamen, zu plündern und zu demütigen. Einmal rief jemand von der Fernsehsendung, lasst sie reden an und wollte sie einladen, aber die Mutter lehnte ab. Sie sagte, ich halte diese Schande und diese Demütigungen nicht noch einmal aus, schrieb die Frau. Das ältere Ehepaar berichtete von der Verfolgung ihres Sohnes. 2010 schrieb Anatoli einen Artikel, in dem er schrieb, dass während der tatarisch-mongolischen Invasion Tataren russische Frauen misshandelt hätten. Daraufhin beschuldigten tatarische Heimatforscher den Journalisten des Extremismus und die Strafverfolgungsbehörden wurden auf ihn aufmerksam. 8 Polizisten kamen zu Anatoli, um eine Durchsuchung durchzuführen, und dabei entdeckten sie die Puppen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Misshandlung der Leichen der Verstorbenen und ihrer Grabstätten eingeleitet. Nach dem Prozess und den Durchsuchungen, den Drohungen und Demütigungen schlug meine Mutter meinem Vater vor, zu sterben. Mein Vater sagte, das dürfe er nicht. Mein Vater erlitt einen Herzinfarkt. Meine Mutter erkrankte an Diabetes. 1 Jahr lang wurden sie von den Ermittlern hin und her geschleppt. Der Ermittler beschlagnahmte Anatolis Computer. Die Richterin sagte zu meiner Mutter, er ist aufgrund seines großen Wissens verrückt geworden. Anatolis Eltern wollten die Wohnung verkaufen, aber für eine Wohnung mit einer solchen Geschichte fanden sich keine Käufer. Schließlich luden sie einfach einen Priester zu sich nach Hause ein, der die Wohnung segnete und sagte, alle Probleme kommen daher, dass sie nicht in die Kirche gehen. Seitdem gehen sie gemeinsam in die Kirche. Und sie besuchen ihren Sohn weiterhin regelmäßig im Krankenhaus und bringen ihm Essen von zu Hause mit. Aufgrund der starken Medikamente bewegt er sich sehr langsam, spricht schlecht, verliert sein Augenlicht, kann nicht schreiben und sabbert. Den größten Teil des Tages schläft er. Er bleibt fast teilnahmslos gegenüber Gesprächen. Nur wenn seine Mutter von der Katze Basik erzählt, lächelt er ein wenig. Journalisten berichteten, dass sie mit Bekannten der Eltern eines der Mädchen gesprochen hätten. Anatoli habe die kleine Vika ausgegraben, aber sie sei offenbar nicht für Puppen geeignet gewesen. Und er habe sie zurückgebracht. Für die Mutter, so die Journalistin, war es unerträglich, 2-mal die Beerdigung ihrer Tochter zu durchleben. Die Eltern erzählten die tragischen Details aus dem Leben ihres Sohnes. Nach den Worten von Anatolis Mutter wurde er, ein Musterschüler und ruhiges Kind, das seine gesamte Freizeit mit dem Erlernen von Sprachen verbrachte, in der Schule ständig gehänselt. In der 3. Klasse wurde der Junge Opfer von Missbrauch. Anatoli entwickelte psychische Probleme, als er 13 Jahre alt war, nachdem er eine Hochzeit mit einer Verstorbenen durchlaufen hatte. Diese Geschichte beschrieb der Heimatforscher später in seinem Tagebuch und einige Jahre später veröffentlichte sie eine Kollegin, eine Journalistin aus Nischni Novgorod. Am 4. März 1979 sammelte unsere Schule Altpapier, erinnerte sich Anatoli. Wir gingen durch die Hauseingänge, klingelten an allen Türen und baten um altes Papier. Vor einem der Hauseingänge stand ein Sargdeckel. Am Tag zuvor hatte man uns bereits gesagt, dass in der Nachbarschule ein Mädchen gestorben war. Natascha Petrova nahm gerade ein Bad, und als sie nass aus der Wanne stieg, berührte sie einen blanken Draht und starb sofort an einem Stromschlag. Sie war erst 11 Jahre alt.
Als wir mit dem Altpapier aus dem Hauseingang traten, standen wir direkt vor dem Sarg. Nataschas Mutter war offenbar Mitglied einer Sekte. Zunächst einmal war keiner ihrer Klassenkameraden bei der Beerdigung. Dafür kamen mehrere Dutzend Frauen und Männer in schwarzer Kleidung. Sie alle hielten brennende Kerzen in den Händen und sangen etwas Trauriges, das nicht russisch klang. Eine weinende Frau, vermutlich die Mutter der Verstorbenen, reichte mir einen großen ungarischen Apfel und küsste mich auf die Stirn. Sie führte mich zum Sarg und versprach mir viele Süßigkeiten, Orangen und Geld, wenn ich die Verstorbene küssen würde. Ich brach in Tränen aus und flehte sie an, mich gehen zu lassen, aber die Sektenmitglieder bestanden darauf. Alle begannen erneut, Gebete in einer mir unverständlichen Sprache zu singen, und ein Erwachsener drückte meinen Kopf mit Gewalt an die wächserne Stirn des Mädchens mit der Spitzenhaube. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu küssen, wo es mir befohlen wurde. Ich tat es einmal, zweimal, dreimal, und man befahl mir, nach der Vorleserin einen langen Zauberspruch in altrussischer Sprache zu wiederholen. Als der Zauberspruch beendet war, befahl man mir, eine Kerze zu nehmen und Wachs auf Nataschas blaues Kleid mit rotem Saum zu tropfen. Dann reichte man mir 2 abgenutzte Kupferringe, befahl mir, einen der Braut an den Finger zu stecken und den anderen mir selbst. Gegen Ende des Schuljahres begann Natascha mir fast jede Nacht zu träumen und sang dabei unmelodische Lieder. Dann verlangte meine leblose Braut von mir, im Traum, dass ich anfangen sollte, Magie zu lernen, und versprach mir alles beizubringen. Ich musste nur zustimmen. Ich war natürlich dagegen. Im Sommer fuhr ich aufs Land, und die nächtlichen Besuche hörten auf. Aber sie setzten sich in der ersten Nacht nach meiner Rückkehr in die Stadt wieder fort. Natascha erschien mir wie in einem Nebel. Bald begann ich ihre Nähe durch eine besondere Kälte zu spüren. Ich bekam Halluzinationen und begann nachts zu fantasieren. Der Arzt, den meine Eltern um Hilfe baten, erklärte dieses Phänomen mit einer hormonellen Umstellung. Als er älter wurde, begann Anatoli an der Universität Philologie und Fremdsprachen zu unterrichten. Er war ein echter Polyglott, er beherrschte 13 Sprachen. Doch irgendwann kam es zu einem Konflikt mit seinen Kollegen, die auf seiner Entlassung bestanden. Danach verdiente Anatoli seinen Lebensunterhalt als Nachhilfelehrer, schrieb Artikel über lokale Geschichte für die Zeitung und beschäftigte sich mit Nekrologistik. Anatoli bereiste mit seiner Frau die gesamte Region Nischni Nowgorod, übernachtete in Särgen und trank in der Hitze Wasser aus Pfützen. In einem Interview erzählte Anatoli, dass er sich seit seiner Kindheit für Friedhöfe interessierte. Seit jener Hochzeit. Innerhalb von 2 Jahren besuchte er 752 Friedhöfe und legte dabei täglich 30 Kilometer zurück. Einige Jahre später, im Jahr 2012, gab Anatoli ein anderes Interview. Er saß in einem Käfig im Gerichtssaal und sprach mit Journalisten, die es geschafft hatten, mit ihren Fragen zu ihm durchzukommen. Alle interessierte, wie ein Heimatforscher 10 Jahre lang unbemerkt bleiben und Kinderleichen ausgraben konnte, warum er sie mumifizierte und in seiner Wohnung aufbewahrte. Anatoli sagte, er habe von Anfang an gewusst, dass er ein Verbrechen begehe, aber er habe Mitleid mit den Kindern gehabt. Er wollte sie wieder zum Leben erwecken. Ich wollte einfach, dass es Material für zukünftige Klonversuche gibt, erklärte der Angeklagte, damit sie noch einmal leben können. Weil sie mir sehr leid taten. Der Nekrophile erzählte, dass er seine dunklen Machenschaften 10 Jahre lang geheim gehalten habe und sicher gewesen sei, dass keiner der Angehörigen der Verstorbenen jemals davon erfahren würde. Laut Anatoli wussten nicht einmal seine Eltern, woraus die zahlreichen Puppen in ihrem Haus hergestellt waren. Ich wollte unbedingt ein Kind. Ja, ich wollte unbedingt eine Tochter haben, um ihr all mein Wissen weiterzugeben. Ich habe eine große Bibliothek. Ich wollte es unbedingt. Zuerst wollten meine Eltern mir keine Tochter adoptieren. Sie dachten, ich würde das nicht schaffen. Aber als sie sahen, wie sehr ich es wollte, gaben sie mir die Erlaubnis. Aber dann gab es Probleme mit dem Jugendamt, weil sie sagten, ich hätte ein geringes Einkommen. Aber ich habe nie nach Geld gestrebt. Ich wollte immer etwas Sinnvolles tun. Etwas Interessantes. Nach Angaben des Nekrophilen grub er zunächst die Leichen der Kinder aus, zu denen er Kontakt hatte. Sie seien ihm angeblich im Traum erschienen. Dann begann er, alle Leichen auszugraben. Der Angeklagte gab an, dass er nach dem Ausgraben von 26 Leichen in eine Sackgasse geraten sei und nicht mehr weitergewusst habe. Seine Forschungen brachten keine neuen Erkenntnisse. Tatsache war, dass er sehr unter Einsamkeit litt, besonders im Sommer, wenn seine Eltern weg waren und seine Katze mitgenommen hatten. Im Mai 2012 fand der Prozess statt. Anatoli wurde für unzurechnungsfähig erklärt.
Das Gericht sprach ihn von der strafrechtlichen Verantwortung frei und ordnete eine zwangsweise psychiatrische Behandlung an. Die Anklage war mit dem Urteil zufrieden und verzichtete auf eine Berufung. Anatoli wurde für 6 Monate in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, doch alle 6 Monate verlängert das Gericht die Haftdauer um weitere 6 Monate. Im Sommer 2015 wurde Anatoli Moskwin zu einer erneuten psychiatrischen Begutachtung geschickt und am 30. Juli wurde die Zwangsbehandlung verlängert. Der Leiter der Ermittlungsabteilung des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation für die Region Nischni Nowgorod bezeichnete den Fall Anatoli Moskwin als außergewöhnlich und in der modernen Kriminalistik beispiellos. Kollegen beschrieben den Angeklagten als einen guten, genialen und pünktlichen Fachforscher, dessen Eigenarten sie als Macken eines Intellektuellen abtaten. Die letzte Erwähnung von Anatoli stammt vom 25. Dezember 2021. An diesem Tag verlängerte das Gericht die Haftdauer des Straftäters in der Klinik um ein weiteres Jahr. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.